Für perfekten Rasen bieten wir euch den Toro Overseeder. Und zwar ist das eine Nachsaatmaschine, die ähnlich arbeitet wie ein Vertikutierer. Das heißt, sie schlitzt den Boden. Aber diese Maschine hat gleichzeitig einen Tank für Saatgut, für Gras. Und man kann dann in einem Durchgang den Boden schlitzen bis zu 2,5 cm Tiefe und kann dann auch Grassaat ausbringen. Das heißt, ihr bringt das Grassaat exakt dahin, wo es gut aufkeimen kann, in die Erde. Und dann braucht ihr am Ende eigentlich nur noch den Rasen feucht zu halten, damit das Saatgut, das Gras perfekt aufgeht. Was kann diese Maschine? Wir haben hier erstmal verbaut einen Kohlermotor mit 9,5 PS Motorleistung. Das wird auch benötigt, weil man natürlich bis 2,5 cm tief in den Boden schlitzen möchte. Das braucht Kraft und die Maschine wird angetrieben über einen stufenlosen Hydrostatantrieb. Auch das benötigt Kraft, ist aber notwendig, damit ihr ein gleichmäßiges Ergebnis habt. Angesteuert wird der Antrieb hier über diesen Hebel. Ich habe hier einmal den Holm, der fest ist. Dann kann man hier rüber vorwärts fahren und wenn man rückwärts fahren will, kann man diesen Hebel nach hinten bewegen und damit rückwärts fahren. Der Hydrostat kann auch freigeschaltet werden, so dass man das Gerät von Hand bewegen kann. Wenn wir hier oben gerade an dem Bedienhebel sind oder am Griff sind, dann ist der zweite Hebel, der hier angebracht ist, dieser Hebel. Und hier ist eine Verriegelung dran. Wenn man die öffnet und diesen Hebel zieht, dann wird die Vertikutierwelle, die unten verbaut ist, angetrieben und arbeitet im Boden. Lässt man den Hebel los, bewegt sich diese Welle nicht. Dieser Hebel hier ist dafür da, um den Saatkasten, um den Saatbehälter zu öffnen oder zu schließen. Und man kann hier vorne an dem Gerät einstellen, hier wie weit die Öffnung aufgehen soll oder verschlossen bleibt. Und zwar muss das auch jeweils angepasst werden, ob man jetzt Saatgut hat in einer großen Körnung oder in einer feinen Körnung, so dass immer die richtige Menge für die Fläche ausgebracht werden soll und wie viel man säen möchte. Ob man jetzt nahezu an eine Neuansaat rangeht, weil nicht mehr viel Bestand drauf ist, oder ob man nur regelmäßig nachsäen möchte. Der Saatbehälter wird hier geöffnet über diese beiden Gummiverschlüsse. Das ist geschlossen ausgeführt, so dass kein Regen in den Saatkasten kommen kann, weil wenn ihr Feuchtigkeit in dem Saatgutbehälter habt und Saatgut ist noch da drin, dann habt ihr natürlich keimendes Gras im Saatgutbehälter. Das möchte keiner. Dann können wir hier noch mal gucken. Hier unten kann man die Löcher sehen. Diese Welle ist dafür da, um anzutreiben, aber hier unten sind die Löcher, die sich öffnen und verschließen. Wir können das hier auch mal auslösen über den Hebel, sodass man unterschiedlich weit den Saatkasten, das Saatgut öffnen kann. So, dann können wir mal gucken. Ich bewege den Mäher mal hinten runter. Jetzt können wir hier unten reinschauen, können uns die Messer angucken und hier sind 10 solide Messer drauf, die den Boden schlitzen und zwar bis zu 2,5 cm tief. Und die sind auch etwas breiter ausgeführt als bei dem einen oder anderen Vertikutierer, weil natürlich auch etwas Erde bewegt werden muss und das Gras muss Platz haben, solide eingebracht zu werden. Hier ist auch alles solide gebaut, die Welle ist solide, auch in einer großen Stärke. Die Lagerung ist robust gebaut, ist auch abschmierbar. Außen wird es angetrieben über einen breiten Keilriemen, geführt über breite Luftbereifung und hier hinten kann man das schon sehen. Ein sehr, sehr großer Hydrostat, so wie er im Grunde genommen auch bei Rasentraktoren oftmals verbaut ist. So, wenn ihr das Gerät lagern wollt oder transportieren wollt, ist auch die Klappvorrichtung für den Holm sehr einfach gemacht. Man nimmt im Grunde genommen 2 Riegel weg, kann die hier oben einhängen und kann dann den Holm nach vorne klappen. Das heißt, wir haben hier eine Gerätehöhe von knapp 71 cm, haben eine Gerätelänge von 1 Meter und die Arbeitsbreite des Overseeders, des Nachsägegerätes, ist 51 cm. So, wer perfekten Rasen haben möchte und nicht immer einen Rasen neu anlegen möchte, der ist mit einem Overseeder perfekt bedient, weil wenn man regelmäßig Rasenflächen durchsät, immer wieder junges Gras in die Fläche bringt,
dann hat man einen perfekten Rasen, ohne dass man riesengroßen Aufwand damit hat. Selbstverständlich müsst ihr noch ein bisschen auf Feuchtigkeit achten, auf das richtige Grassaat und auf die richtige Nährstoffversorgung. Aber als Basis seid ihr mit einem Nachsaatgerät von Toro bestens bedient und natürlich am besten gekauft bei motorland.de.